Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Jola für das Marketing zuständig. Ich melde mich heute selbst von der Light + Building 2026 in Frankfurt, der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik. Unsere Firma Jola ist natürlich insbesondere im Bereich der Gebäudetechnik, Gebäudeautomation unterwegs. Deswegen stellen wir schon immer auf der Light + Building aus, seit es die Messe gibt. Wir sind in diesem Jahr in der Halle 9.0 am Stand Nummer A17. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin und ich erkläre Ihnen unsere beiden Produktschwerpunkte: Leckagedetektion auf der linken Seite und Füllstandsmessung auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, wie gesagt, die Leckagedetektion, die immer wichtiger wird aus zwei Gründen. Einmal aus versicherungstechnischen Gründen. Viele Versicherer fordern bei Neubauten von Anfang an den Einbau von Geräten zur Leckagedetektion bzw. zur Alarmierung bei Leckagen oder auch bei die Nachrüstung von bestehenden Gebäuden. Beides geht mit unseren Sensoren für alle Flüssigkeiten. Ein Versicherer möchte natürlich nicht, dass zum Beispiel Hochwasser oder Grundwasser aus Schächten und so weiter irgendwo eindringt und schwere Schäden an Gebäuden verursacht. Dafür würde man zum Beispiel hier die konduktiven Sensoren verwenden. Sie erhalten dann durch die leitfähige Verbindung, die das entsprechende Medium zwischen den beiden Elektroden bildet, einen Alarm. Und es kann eine Pumpe aktiviert werden, die dann eben das Hochwasser oder das ausgetretene Wasser abpumpt. Oder es kann eine Hupe, die wir auch anbieten, aktiviert werden, die dann eben alarmiert. Das Gerät, der Sensor selbst muss an ein Relais angeschlossen werden. Da gibt es die 3 verschiedenen LEDs. Rot die Alarmierung, gelb die Leitungsbruchüberwachung, die dann mit integriert ist, grün der Gutzustand. Das Personal in einer eventuell vorhandenen Leitwarte wird dann natürlich auch gleichzeitig mit alarmiert und geht dann vor Ort schauen, was an der entsprechenden Stelle los ist. Gleiches gilt für wassergefährdende Flüssigkeiten im Sinne vom Wasserhaushaltsgesetz. Das wäre eben der zweite Aspekt, was immer mehr gefordert wird aus umwelttechnischer Sicht. Man möchte natürlich nicht, dass wassergefährdende Flüssigkeiten wie jetzt zum Beispiel Öle oder Benzin oder Frostschutzmittel ins Grundwasser eindringen. Entsprechend können zum Beispiel für Öle unsere kapazitiven Sensoren eingesetzt werden, die dann, wie die konduktiven auch, entsprechend eine Alarmierung rausgeben. Die können auch an Relais oder müssen auch an Relais angeschlossen werden. Wenn man das nicht möchte, nimmt man einen der SPS-Sensoren. Damit kann man direkt auf eine SPS-Steuerung gehen und darüber die Alarmierung realisieren, wie der Name schon sagt. Genau. Jetzt gehen wir mal zusammen hier auf den rechten Teil, wo unsere Geräte zur Füllstandsmessung ausgestellt sind. Die Füllstandsmessung war sozusagen unser erster Produktbereich, seit es die Firma Jola Spezialschalter 1952 gibt. Also haben wir da ziemlich über 70 Jahre Erfahrung mit eben der Regulierung von Füllständen, auch bei allen Flüssigkeiten, Säuren, Basen, auch aggressive Medien eben. Dafür bieten wir verschiedene Gehäusewerkstoffe an, die eben auch resistent gegen Säuren zum Beispiel sind. Außerdem die schwarzen Produkte, die da gezeigt sind. Diese Birne hier zum Beispiel, die wäre jetzt für explosionsgefährdete Bereiche, hat die eine Zulassung. Wenn man jetzt zum Beispiel Benzin in Tanks, die den Füllstand regeln möchte. Auch hier erfolgt der Anschluss an Relais, entsprechend bei den Explosionsgeschützten an das Kontaktschutzrelais zum Schalten einer Pumpe als Trockenlaufschutz, Überlaufschutz und so weiter, wie Sie das möchten. Außerdem geht das natürlich über Stabelektroden mit verschiedenen Schaltpunkten, die wir dann für Sie genau nach Ihren Wünschen anfertigen. Tauchsonden sind ebenfalls verfügbar, die man in die Tanks hineinhängen kann. Da gibt es auch die Möglichkeit eines quasi kontinuierlichen Signals, wenn man zum Beispiel möchte, dass man auf einer Auswertung sieht, habe ich 0% Füllstand, habe ich 100% Füllstand. Dafür würde man eine Tauchsonde der Reihe TSQ nehmen, also TSQ, Tauchsonde quasi kontinuierlich, und könnte dann vorher sagen, dass man das Signal als 4 bis 20 Milliampere Signal ausgegeben haben möchte oder als 0 bis 10 Volt Signal. Das wird alles genau auf Kundenwunsch entsprechend der Länge für Sie hergestellt. Ja.
Die Light & Building ist natürlich nicht die einzige Messe, auf der wir 2026 ausstellen. Wir sind im Mai nochmal auf der IFAD in München vertreten, der Weltleitmesse für Abwassertechnik und Entsorgung. Auf den kleinen Industriemessen Meorgas, es sind 4 Stück in diesem Jahr, sind wir auch vertreten mit einem kleineren Stand, mit dem Portfolio in dem Tank insbesondere. Und im November nochmal auf der Get Nord in Hamburg. Die ganz genauen Termine können Sie in der Videobeschreibung von diesem Video finden oder Sie gehen einfach auf unsere Internetseite unter www.jola-info.de. Da gibt es eine extra Sparte, da können Sie sich die Messetermine nochmal anschauen oder ein entsprechendes PDF runterladen und uns dann an unserem Stand in Ihrer Nähe persönlich besuchen. Ja, Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder noch am Anfang deiner Karriere stehst, für Fragen stehen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald!